Grüß Gott. Ach du Scheiße. Komm mal rein. Was hast du da gemacht? Ja, Markus. Sport ist Mord, sagt man doch, oder? Mhm. Ja, wir hatten schon den ersten Gym-Unfall, offiziell. Aber warte mal, da sind schon noch Finger drunter. Ja, da wurde wieder einer rangenäht, sagen wir mal so. Alter. Ich habe extra noch Blut auf dem Gerät gelassen. Nein. Und jetzt offiziell, wer das Gerät möchte, ihr müsst dranbleiben, wir zeigen es euch später im Gym. Der kann mir gerne eine Nachricht schreiben. Ich verkaufe es euch mit dem Blut und einer Unterschrift drauf von mir. Es ist mir ja zu Ohren gekommen, dass die Off-Season sich dem Ende neigt. Gott sei Dank. Die Zeit vergeht im Flug und heute ist einer der letzten Tage. Ist der 27. Und ab 1.5. ist Schicht im Schacht. Deswegen können wir jetzt noch mal ordentlich fressen, würde ich sagen. Ich schaue noch nicht rein. Ich sehe nur die Alnatura-Tüte von dir. Ja, das ist nur ein Cover. Ich möchte jetzt, dass du ein schönes Unboxing machst. Okay. Aber ich sag nur so viel Pre-Workout. Ja. Weil wir sind ja heute zum Training verabredet, oder Ja, wir nicht? laden uns das vorher rein, oder wie? Ich kann es einfach schon fühlen. Das ist was für Kinder. Hol's bitte raus. Guck mal an, ey. Oh, was? Oh. Kokosmilch. Ja gut, jetzt hast du mir hier schon Diät-Maiswaffeln mitgebracht. Ah, der Mann hat an alles gedacht. Ein Monster, das kommt gleich in den Kühlschrank. Macadamia-Nüsse. Die versteckten Kalorien. Das ist mir aber zu gesund jetzt. Das ist richtig krank. Das ist richtig krank. Oh. Ja, das hauen wir uns auf jeden Fall rein. Ein paar Cookies. Was haben wir noch am Start? Meine Lieblingsschokolade. Als hätte es einer gewusst. Ich fange jetzt schon an zu schwitzen hier von lauter Kalorien. Jetzt kommen die Mastschüsseln auch mal zum Einsatz hier. So. Man braucht ja auch ein bisschen was Gesundes, oder? So eine Banane oben rein. Weißt du, die heutige Jugend, guck mal, wie ich schon reden kann jetzt, die heutige Jugend ist tatsächlich so, die verstehen vom Aufbau noch nicht so wirklich ganz so viel. Sowas war Standard bei mir früher. Natürlich hat sich das dann mit der Profilaufbahn geändert, aber um richtig Masse aufzubauen, muss auch halt auch mal was richtig rein in den Tank. Und so 300 Gramm Müsli oder 300 Gramm Cornflakes waren eigentlich Standard früher. Ein bisschen Whey rein. Aber in Zeiten von Instagram, wo alle gut aussehen müssen, wird ja das Lean Biking eher gemacht und davon halte ich sehr wenig. Weil wenn ihr richtig Fortschritt machen wollt, müsst ihr auch mal eine Zeit lang scheiße aussehen, so wie ich gerade. Eigentlich dachte ich ja auch heute, hauen wir uns noch einen ganzen Sack Reispudding rein. Wir haben den Rohhonig. Ach, ah. Was wichtig ist, ist natürlich auch ein ordentlicher Zimtteppich. Vor der Milch? Klar. Die Milch gibst du immer. Also ich wiege immer 100 Gramm Flocken ab, mach die rein. Ja, 100 Gramm, da ist schon der erste Fehler. Das ist halt viel zu wenig. Ja, deswegen wiege ich auch 73 Kilo und nicht 127. Das bedarf halt. Was für einen Geschmack wählst du? Schoko. Heute machen wir Schoko Overload. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf dieses Pre-Workout gleich? 10. So ein Happy Hippo. So sehe ich nämlich auch gerade aus. Kindersachen sind schon geil. Kein Wunder, war ich früher fett. Also ich bin ein Typ, ich kann zum Beispiel nicht so eins raus essen, dann die Packung wieder in den Schrank stellen. Das geht gar nicht. Aber das müssen wir ja heute auch nicht, deswegen feuerfrei. Und vielen Dank fürs Mitbringen. Das Organisieren hier. Ja, alles was hilft. Heute ist Sonntag nämlich. Geil. Ich glaube, wir zünden uns heute alles, was geht. Also es geht ganz locker rein. Aber ohne Scheiß, so 300 Gramm
habe ich immer, also meine Off-Seasons waren immer crazy. Schatzi, wie war das, wo wir uns kennengelernt haben? Sag jetzt, was du mir immer jeden Morgen machen musstest, als wir bei meiner Mama oben auf dem in meinem Kinderzimmer geschlafen haben. Das war in Stuttgart. Nein, wo ich aus der Schweiz zurückgezogen bin. Ja, das war in Stuttgart, in deiner Wohnung. Nee, Dein Müsli. nicht die Müslis. Ja doch, die. Das war meiner Mama. Das war so Wo du zum Bäcker gefahren bist morgens. eine Himbeertasche. So eine Blätterteigtasche mit so Himbeermarmelade drin. Also ich habe 10 Eier gegessen zum Frühstück. Nein, nicht 10 Eier. Ja, 8 Eier, klar, und 2 Eiweiß. Eigelb. Mit Ketchup. Digga. Und dann entweder 7 Toasts oder 4 Brötchen. Das war 10 Wurst. Stimmt, am Ende waren es 10 Toasts. Überleg mal, so ein Stapel. Und ich lag meistens dann noch im Bett und habe die gegessen, um ehrlich zu sein. Es war kein Bett, es war eine Matratze. Und dann hat sie mir noch ein Himbeerbrötchen mitgebracht. So sieht's aus. Wie viele Jahre ist das jetzt her? 4,5. Guck an. Hatte ich schon bessere. Mann! Also die sind gut, aber Das war doch ein Geschenk, Urs. ja, War doch nicht natürlich. so fies. Ich bin nicht fies, ich bin ehrlich. Aber ich weiß, wie man die retten kann. So, Das ging aber schnell. ja. Das ging zu schnell. Die Frage ist ja jetzt, in welchem Zeitabstand musst du den Monster reinjagen, damit du gegen die Müdigkeit gegenregulierst? Schnellstmöglich oder so 20, 30 Minuten? 20, 30 Minuten. Kombiniert mit noch einem normalen Booster. Ich glaube, die 110 Milligramm Koffein, was da drin sind, die reichen nicht aus, um das zu kontern. Ich merke schon, die Cookies und die Creme ist Endstufe. Liebe Grüße an meinen Bruder, der hat früher als Kind, wo wir schon gerade bei Süßigkeiten sind, hatten wir nichts so Süßes mehr zu Hause. Und dann dachte er sich mit 3 oder 4 Jahren, da wird die ganze Arnika-Packung vernichtet. Gesagt, getan, es ist nichts passiert. Also, ihr wisst ab jetzt, was ich von Homöopathie halte. Wie viele Kalorien waren das jetzt? Das? Gute Frage. 100 Gramm hat 400 Kalorien. Ja, Dann sind es 1300, weil es waren 330. Ey, warte mal. Was haben wir noch drin gehabt? Das Wir hatten Whey. noch Na gut. Whey, das hat ungefähr 300 Kalorien. Ja, nochmal so ein paar Cookies mit der Creme. Ja, so 1700 Kalorien. Pre-Workout, bisschen mehr vielleicht. Sollte auf jeden Fall einen guten Pump bescheren. Und es hat sich angefühlt wahrscheinlich wie ein Snack. Das war echt ein kleiner Snack. Also irgendwas ist schon falsch mit mir, aber das Ganze muss man dann natürlich gut countern. Warte mal, wie viele Scoops sind das jetzt? 5 Ist das nicht ein bisschen viel? 5 Scoops. Da hat einer 255 Milligramm Koffein. Was ist es mal 5? 4 hilft viel. Und somit ab ins Training. So, also ich bin ja... Alter. Ja, das ist immer hier. Deswegen habe ich die Gläser gekauft, weil das ist immer die Rille. So viel Pulver zu so viel Wasser. Ich weiß nicht. Ja, das ist unser neuer Crank Ultimate Orange Soda. Den probiere ich jetzt das erste Mal. Und da mich kein anderer außer mein Crank Olympia aus dem Leben scheppert, werden es hoffentlich die 5 Scoops tun. Aber Ja, das sind 1200 Milligramm. ich sag mal so, ich bin Profi, mache das Ganze nicht zu Hause nach. Das machen wir jetzt auch nur aus dem Grund, um unser kleines Pre-Workout-Meal zu kontern. Ich kenne meinen Körper und mich selber sehr gut, deswegen weiß ich, dass ich das wegstecke. Aber macht das auf jeden Fall nicht nach, vor allem nicht, wenn ihr nicht 130 Kilo wiegt. I'm a professional, don't try this at home.
Los geht's. Oh nee, ich glaube, da ist auch Beta-Alanin drin. Man sollte sich vielleicht auch vorher die Inhaltsstoffe durchlesen, gell? Aber wir wollen noch richtig Gas geben. Denn 5 Monate sind's und dann stehen wir wieder in Vegas. Und diesmal wollen wir ganz vorne durchpushen. Da ist kein Beta-Alanin drin, aber meine Haut kribbelt trotzdem. Könnte vielleicht an den 1100 Milligramm Koffein liegen? Oder an den 1700 Kalorien. Alles im Tausender-Bereich ist gut. Wir brauchen noch Intra-Workout. Heißt? Wir gehen zur Tanke. Es ist Sonntag. Meiner ist alle. Und wir müssen ja den Zuckerpegel irgendwie ein bisschen konstant halten, dass wir nicht den Drop im Training kriegen. Also mit wenig Kohlensäure, das hört sich gut an. Gibt es jetzt noch mal eine Apfelscholle fürs Training. Wir brauchen noch eine Schachtel Marlboro. Original gibt es den Apfelscholle ja nur mit einer Marlboro. Stimmt, mit einer Fluppe. Dann der Jeansjacke. Ist doch der Urs, oder? Ja, Maschine. alles klar. Ja. Wie geht's dir? Ja, alles Fast. gut. Du machst High Rocks oder was? Oh, das muss ich hier blurren. So. Das geht ja gar nicht. Okay. Viel Spaß. Ich wünsche dir was. Ciao. Schönen Sonntag dir. Ja, auch. Ciao. Hau rein, ciao. Ja. Man kennt sich, man grüßt sich, man schätzt sich in der Nachbarschaft. Wow. Milka Tender. Übergeil. Einfach. Noch das bisschen, um jetzt richtig reinzustarten. Was ist das für eine Pizza? Dönerpizza. Hä? Dönerpizza? Dönerpizza. Dönerpizza, ja. Beste. Ja. Könnt ihr einer von euch kurz machen? Schönen Tag noch. Viel Spaß euch. Ciao, ciao. Fahr vorsichtig. Wir sind im Aesthetic Atelier und ich habe ein Update bekommen vom Joe, der ja mein Training gestaltet, Joe Bennett. Ist ganz geil, hier kannst du mein Handy filmen. Der macht mir dann immer so Feedbacks auch, ich schicke dem alle Übungen durch und der sagt mir, was machst du besser, genau. Und wir haben jetzt auch hier gleich mal ein Update am Start mit dem neuen Split von mir. Der sieht wie folgt aus, und zwar machen wir heute Trizeps, Brust und dann Bizeps. Warte mal, Trizeps, Brust, Bizeps. Ja. Okay. Ist aber unkonventionell. Ist sehr unkonventionell, ist aber auch, also könnt ihr nachtrainieren, ist eigentlich egal, aber ist schon sehr darauf angepasst, dass ich halt viel Volumen für den Rücken mache und für die Arme und den Rest eigentlich nur einmal die Woche trainiere. Also ich mache Trizeps, Brust, Bizeps, dann am nächsten Tag Rücken und hintere Schulter, da Rücken 6 Übungen, ist auch krank. Dann den Tag danach Bizeps und Beine, auch sehr unkonventionell. Dann Pause, dann Trizeps und Schulter, dann Rücken und Bizeps und dann Pause. Also ihr habt die Wörter Bizeps, Trizeps und Rücken ziemlich oft gehört, so soll es auch sein. Und ich muss sagen, ich bin dadurch auch ordentlich gewachsen. Von dem 2-mal am Tag Training sind wir weg. Das war auf jeden Fall für 8 Wochen ganz geil, aber danach bin ich einfach regenerativ nicht mehr hinterhergekommen, muss ich sagen. Egal wie viel ich gefressen habe. Das jetzt knattert auch ordentlich rein, aber heute machen wir auf jeden Fall die Trizeps, Brust und Bizeps Session. Und ja, da geht es auf jeden Fall los mit kranken Scheiß. Achso, da haben wir ja die. Das Krasse ist, ich war ja in der Sportschule Kinema wieder, da haben wir auch herausgefunden, dass mein Trizeps für den 15er bis 20er Wiederholungsbereich am besten anspringt und haben da so 2 Übungen für mich rausgefunden, die bei mir richtig gut funktionieren. Seitdem ballere ich die auch ohne Ende und der Arm ist richtig gut gekommen. Also jetzt ohne Scheiß? Oder ist das nur so theoretisches Geplänkel, was theoretisch Nee. irgendwie... Oder merkst du wirklich, das ist was anderes? Da merke ich schon einen krassen Unterschied. Aha. Also gerade bei der ersten Übung ist eigentlich wie so French Press, kennen wir ja auf der Bank, auf der schrägen. Aber da machen wir so eine Rolle drauf und man hat einfach gemerkt bei mir, wenn das Schulterblatt frei gleitet, dann kriege ich viel mehr Zug auf den Trizeps drauf. Und das hat sich zwar bestätigt mit dem, was ich davor gedacht habe. Also ich habe Dips immer nie gefeiert so in meinem Trizeps. Ich habe die zwar immer gemacht, weil immer gesagt wurde, hey, die sind wichtig und wenn man die schwer macht, dann kriegst du einen dicken Trizeps. Aber da ist bei mir nie was gekommen. Und dann dachte ich, okay, dem müssen wir auf den Grund gehen. Und jetzt mache ich das
Und ich habe French Press immer schon geliebt, wenn ihr die Videos von uns vor 4 Jahren oder 3 Jahren anguckt. Da habe ich auch schon im Bunker Trizeps drücken gemacht und das hat geil funktioniert. Und jetzt hat man das so ein bisschen modifiziert. Also mein eigenes Gespür sozusagen wurde dann auch belegt oder bestätigt. Und seitdem geht es nochmal richtig ab. Also wird sicherlich auch an der Off-Season und an den 230 Gramm Cerealien Pre-Workout liegen. Aber der Wachstum ist schon richtig geil. Und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, das Ganze auch freizulegen und zu schauen, wie das dann aussieht. Weil das ist dann schon immer das Geilste eigentlich daran. Aber jetzt schreibe ich hier auf und dann geht's los. Ich wollte euch noch Alishas Blut zeigen. Also die Hand war hier unten drin. Und da, wo man das Blut sieht, was nach hinten zieht, war sie halt gerade hier. Und dann kam der hier. Und dann war der Finger weg. Ja. Also die Maschine könnt ihr auf jeden Fall käuflich erwerben. Schickt mir eine DM. Ich mache hier noch ein Autogramm drauf. Und das Blut bleibt auch. Und dann würde ich sagen, ja. Scheiße. Ist das auch Blut hier? Das ist Blut. Das hier? Mhm. Ist halt festgetrocknet. Hier auch drauf. Das ist ja richtige Kriegsbemalung auf der Maschine. Mhm. Ich kann euch das Bild können wir einblenden, wo der Rettungsdienst dann da war. Habe ich jetzt noch Paranoia. Jedes Mal, wenn ich mich umdrehe nach einem Satz. Warte mal, du hattest ja die Kopfhörer auf. Ich hatte die Kopfhörer auf, ich kann es euch ich tue die Situation jetzt nachstellen. Okay, warte, ich setze mich rein und fange an zu schreien. Ja, aber das bringt nichts, weil ich hatte ja die Kopfhörer auf in meinem anderen Dorf. Ja, aber ich habe ja trotzdem geschrien. Ja, wir wollen es ja nachstellen. Ich habe dich nicht gehört. Aber wie viel Zeit lag dazwischen? Zwischen Schreien und... 3 Minuten. Also sie ist dann hier rausgekrochen, ist hier vorgelaufen. Hier wird bestimmt auch noch Blut sein, tatsächlich. Ist hier vor. Ich war dann gerade genau hier, weil ich auch die Übung gemacht habe, die wir jetzt machen. Hatte mein Trainingsbuch hier liegen. War hier gerade irgendwie so am Pause machen. Hab ein bisschen meine Arme geflext, ein bisschen in den Spiegel geguckt, meine Beats gehört. Auf einmal drehe ich mich um, steht sie da. Was geht denn hier ab? Rennt zu der her. Sag, Schatz, was passiert? Ich merke schon, bei der Alten gehen die Lichter aus. Die Augen drehen sich nach hinten. Ich mache den hier, den sterbenden Schwan. Sie hier hingelegt. Und jetzt könnt ihr das Bild sehen, wie sie hier lag. Ja. Dann habe ich einen Rettungsdienst gerufen. In meiner Panik wusste ich nicht, wie die Nummer ist. Wie ist die Nummer? 112? Ja, richtig. Ich musste googeln. Ich dachte, das ist 110. Und im Endeffekt aber du würdest auch durchkommen. Habe ich dann auch rausgefunden, oder habe ich dann auch mitbekommen, dass ich da auch rausgekommen wäre. Aber das war schon ein Schock, sag ich dir ehrlich. Naja. Du weißt ja erstmal nicht, was los ist. Ja, klar. Du denkst ja, da kam irgendwer rein und hat irgendwie mit einem Baseballschläger. Ich habe schon direkt die Hände gesehen. Also es hat so gesaftet, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Krasseste ist, ich habe einfach zum Aufwärmsatz schon einen Pump. Also mal schon richtig Fortschritt, wenn du ordentlich isst. Und klar sagen die dann immer, ja okay, dann baust du auch viel Fett auf, aber es ist auch schnell wieder unten. Also keine Ahnung. Aber macht zwar jeder machen, wie er denkt. Das ist ja das Schöne an unserem Sport. So, wie gesagt, die Übung müsst ihr jetzt nicht unbedingt daheim nachmachen. Gerade nicht als Anfänger, da reicht es auch schon voll und ganz, einfach ohne die Drecksrolle das Ding zu nehmen und hier auszustrecken, weil, wie gesagt, das braucht man nicht am Anfang. Warum machst du es dann? Weil ich nicht am Anfang bin und weil wir speziell für mich herausgefunden haben, dass wenn mein Schulterblatt frei gleitet, ich mehr Aktivierung im Trizeps habe. Oder im Trizep. Das, was ich davor gemacht habe,
Aber das kleine, aber feine Warm-up-Programm. Wie gesagt, da ist jetzt genug Blut drin, so dass ich gleich zur ersten Übung gehe und da so tendenziell 1 bis 3 Aufwärmsätze mache. Also jetzt mache ich auf jeden Fall noch einen. Und dann denke ich, kann ich gut arbeiten, weil in der ersten Übung oder in beiden Trizepsübungen machen wir einen höheren Wiederholungsbereich jetzt tatsächlich. Und je höher der Wiederholungsbereich, desto weniger Last brauchst du ja. Dementsprechend ist das Verletzungsrisiko da nicht so hoch. Was ganz cool ist, aber auch asozial, weil viele Wiederholungen schon eine Tortur. Aber wenn wir keine Tortur wollen, dann wäre dann zum Fußball gegangen. Jetzt gibt's Hate-Kommentare. Shots fired. Wiederholung mehr als letzte Woche ist der Kameraeffekt. Macht sich aber auch eine Verdauung bemerkbar. Ja, safe. Brauchst auch gefühlt 5 Minuten Satzpause beim Armsatz. Ja. Aber gut, frage ich mich immer so. Ich war jetzt die letzten Tage auch mit ein paar richtig schweren Jungs zusammen, also so Kraft-3-Kämpfern, die alle irgendwie zwischen 150 und 180 Kilo wiegen, wo ich mir dann auch denke, wie zur Hölle leben die? Weißt du? Sind die denn auch so viel größer als du oder sind die auch so 1,82? Es geht. Also der eine war so 1,83 so wie ich und der war einfach 160 Kilo schwer. Holy shit. Und dann denke ich mir, Alter, nochmal über 30 Kilo mehr als ich habe. Und ja, deswegen, ich sage ja immer, es gibt immer Leuten, denen es noch mieser geht als dir. Deswegen reiß dich am Schlawittchen, Junge. Ja, wollt ihr entweder hässlich und stark sein oder schön sein und schwach? Hässlich und stark. Jawohl. Langsam gewöhne ich mich dran. Ich weiß ja auch, was nach der Phase kommt. Und da wird es auf jeden Fall die Arbeit, die man jetzt macht, so Delayed Gratification, weißt du, nennt sich das. Weil viele wollen ja jetzt, heute, den Erfolg von der Arbeit, die sie investiert haben. So. Aber ich arbeite jetzt, um den Erfolg dann Ende des Jahres zu haben, so ungefähr. Und das ist halt im Bodybuilding eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das zu lernen und zu checken. Denn in der Vorbereitung ist eigentlich auch, gibt es steinige Tage und als Belohnung kriegst du gar nichts dafür. Kriegst vielleicht noch einen härteren Tag danach oder einen Tag, wo nichts passiert, obwohl du so gelitten hast. Aber am Ende des Tunnels, da kommt dann das Erfolgserlebnis. Und es muss nicht unbedingt eine Platzierung sein, sondern es kann auch nur die Form zum Tag X sein. So der Respekt, den du dir selber gegenüber zollen kannst, wenn du hier in den Spiegel reinguckst. Deswegen stehe ich auch immer gern hier, gucke dann so in den Spiegel und denke mir, hey, was bist du denn für eine Pfeife? Oder denke mir, ey, das hast du gut gemacht. Weil genau das ist das Einzige, was ihr bekämpfen müsst, beziehungsweise was ihr versuchen müsst, besser zu machen. Und alles andere, alle anderen Faktoren, die kannst du nicht bestimmen und die kannst du vor allem nicht verändern. Ich müsste dich da die Kohlensäure noch rausschütteln. Auf euch und vielen Dank für die Unterstützung.
Simon hat es einfach nicht leer getrunken. Der Elendige. Oh fuck, ey. Das kommt schon an. Da geht schon was. Nächste Übung hier, Trizeps strecken. Tatsächlich geht die auch auf den langen Kopf. Ich versuche hier den hier sozusagen versuche ich aufzubauen. Das seht ihr jetzt so. Der kommt da hinten schön raus. Das war jetzt noch nie so der Fall. Und auf den später, wenn ich drücke, kommt der auch viel zum Einsatz. Aber der richtig wichtige Part ist der lange Kopf vom Trizeps. Und lange Zeit hat man gedacht, dass man den Überkopf am besten trainiert. Aber tatsächlich geht der mit der Übung hier auch ganz gut rein. Und dieser Vulcan Attach, also der Vulcan Griff, der trägt auf jeden Fall auch seinen Teil dazu bei. Kann man hier geil einhaken. Mache ich sehr gern Überzüge mit oder Trizeps strecken. Dann geht es gut rein. So, und wer sich jetzt vielleicht daheim fragt, warum ich den hier mache, bevor ich hier in die Extension gehe, also hier hoch gehe, ist einfach der Grund, weil der Trizeps ja, ich kann jetzt aufgrund von fehlender Mobilität nicht hinfassen, aber da hinten noch irgendwo ansetzt. Also hier? Da? Nee, tatsächlich viel weiter hinten am... Hier? Ja genau, so fast schon am Latt. Und du dadurch halt noch mehr Dehnung oder Vorspannung sozusagen reinholst. Und wenn du dann die Bewegung ausführst und hinter den Körper, den Arm siehst du so ganz gut, hinter den Körper bringst, spannt sich halt der lange Kopf nochmal richtig an. Und so hast du dann auf jeden Fall alles rausgedrückt und rausgedehnt aus dem Arm, was möglich ist. Und deswegen sieht es aus wie so zwei Teile. Ja, die Verdauung. Die gibt halt richtig Denke ich Gas. drüber nach, wird noch mehr abgeschoben. Ja, stimmt. Komm, was laber ich hier rum, Alter. Geil. Du hast sozusagen zwei Bewegungen. Die hier und dann die hier oben. Du machst hier 1, 2, also fang nicht an daheim jetzt den hier zu machen, sondern sehe das als hier dehnen, bis nichts mehr geht, dass du die Dehnung im Arm und dann hier hochgehen und hier noch dehnen und dann runter, Ellenbogen an die Seite, ausstrecken, hoch, dehnen. Und so geht es auf jeden Fall ordentlich ab im Gebälk. Also der ein oder andere Fitnesstrainer auf TikTok oder sein Instagram Reels das Ganze jetzt aufdecken. Ist wahrscheinlich auch parallel Hyrox Hobbyathlet, deswegen geben wir da keinen Fick drauf. Exactly. Macht, was euch gut tut und gibt keinen Fick, was andere denken. Krank. Lifetime PR war das gerade. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und das waren wirklich 200. Auf 10 Reps. Tatsächlich habe ich das meine ganze Karriere schon so gemacht, dass ich im Aufbau immer schon richtig auf Stärke geachtet habe. So. Also, dumme Aussage, sorry. Geguckt habe, dass ich immer stärker werde. Und es kam ja erst die letzten Jahre,
dieser Hype, dass man stärker werden muss im Aufbau. Ich weiß noch so zu meiner, wie sich mal anhört, zu meiner Zeit. Ich fange schon wie Heiko Kalbacher. Geht gar nicht, bitte schlagt mir auf den Helm, wenn ich das mal mache. Dass ich so unbewusst früher immer geguckt habe, dass ich stärker werde. Und das finde ich schon sehr sinnvoll. Kleiner Tipp auch hier beim, speziell bei der Brustpresse haben ja die meisten im Studio von Hammer Strength, die Incline. Die ist vom Widerstandsprofil so aufgebaut, dass wenn ihr ganz vorne die letzten 15 bis 20% drückt, ihr wirklich die Last sehr schwer habt und vor allem hauptsächlich auf dem Trizeps. Wenn ihr nicht mehr könnt, versucht wirklich aus der Dehnung, wie ich gerade in der letzten Wiederholung, rauszudrücken und nicht mal bis ganz durchzudrücken, sondern so halbe Wiederholungen noch zu machen. So viel wie ihr könnt, so viel wie geht, um wirklich hier effektiv noch aus der Brust rauszuarbeiten. Weil ich finde, alles was zuckt, ist eine Wiederholung und die wird euch mehr Reiz bringen und dann mehr Wachstum. Also probiert das Ganze aus. Wie herrlich ist es, das gleiche Setup einzusteigen, wo man letzte Woche aufgehört hat. Ein geiles Studio macht schon viel aus, sag ich euch. Bringt euch schon auf jeden Fall noch mal eine Schippe weiter. Respekt an jeden, der im Aufbau so viel isst, nach Arbeiten geht, Familie hat und so. Mich drückt es da jedes Mal in die Couch. Oder wenn ich arbeiten muss und irgendwelche Telefonate mache, merke ich so, Alter, das ist gerade hart. Aber freue ich mich deswegen umso mehr auf die Vorbereitung. Die kommt, denn da wirst du richtig produktiv. Das ist verdammt geil. Da habe ich richtig Flöhe im Arsch. Ihr wisst zwar, der Apfelschorle bringt guten Zucker ins System, also schnelle Kohlenhydrate, aber wir brauchen auch Aminosäuren und das ist noch der Vorgänger, das sind die alten Aminos und jetzt gibt es die neuen, und zwar auf ESN, habe jetzt zu erwerben die Elite Aminos, Blue Raspberry, dreimal dürft ihr raten, wer sich den Geschmack überlegt hat. Hört sich nach unserem Grizzlies Memphis Boy an. Jawohl. Blue Raspberry in den USA probiert und für gut empfunden. Und wir haben richtig geile Sachen hier noch reingepackt. Und zwar haben wir nämlich D-Ribose und Kokosnusswasser. Auch noch Citrullin drin. Das Ganze tut einfach die Regeneration nochmal fördern. Euren Körper mit wichtigen Nährstoffen während dem Training oder nach dem Training versorgen. Deswegen kloppe ich mir das dann immer so zur zweiten Hälfte vom Training rein. Noch mit zusammen einem Scoop Kreatin. Das ist doch Glutamin. Meine ich ja Glutamin. Ich habe schon die letzte Zutat angeguckt. Und von den praktischen Ultra Pure Kreatinsticks. Und dann hat man hier das Intra, also die sag ich mal, ich nenne das immer Prep-Friendly Intra, weil in der Vorbereitung, nicht bei jedem Athleten, aber bei mir
meistens der Intra-Workout wegfällt, also der hier. Das Ding ist halt auch schon so gut wie leer. Das hat in der Off-Season auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen, aber jetzt, wo es so in die Vorbereitung geht, wird mein Intra aus Aminos, Kreatin und Glutamin bestehen und die Kohlenhydrate werden eher vor und nach dem Training investiert. Das Ganze könnt ihr ausprobieren. Alle Produkte, die ihr hier seht, es ist so geil, als Kind habe ich immer davon geträumt, mal so einen Supplement-Schrank zu haben. Als ich dann das erste Supplement in den Schrank bei meiner Mom gestellt habe, ist es direkt rausgeflogen und ich musste in mein Zimmer nehmen. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Schrein, der auch noch wächst, aber ja, wenn ihr das erwerben wollt, eins der Produkte oder die Aminos probieren wollt, Code Polacco bei ESN. Letztes Mal, als wir im Bunker gedreht haben, habe ich die auf 5 Wiederholungen gemacht. Guck mal, was für eine Scheiße man sich merkt. Ich sag's mal so, die Cluster haben auf jeden Fall ihren Nutzen. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Aber irgendwie bringe ich viel mehr Leistung als die Woche davor. Hier auf jeden Fall nochmal deutlich das Gewicht reduziert und nochmal sauberer trainiert. Volle Dehnung genommen, kurz gehalten, voll kontrahiert. Und jetzt ist der Bizeps auch im Arsch. Am 1.5. startet die Vorbereitung. Wir nehmen euch natürlich wöchentlich mit auf dem Weg
zum Mr. Olympia 2025. Wird ein richtig geiles Jahr, das kann ich euch sagen. Der Sommer wird extrem geil, die Vorbereitung hier wird richtig zünden. Es werden coole Leute vorbeikommen. Wir werden feinstes Videomaterial für euch abliefern und auf jeden Fall alles Mögliche tun, um den Titel im Oktober nach Hause zu holen. Ihr supportet das Ganze hoffentlich, gibt selber auch Gas und ja, lebt Bodybuilding, so wie ich es tue. In diesem Sinne, wir sind raus für heute. Wird Zeit für ein anderes 1700 Kalorien Post-Workout-Meal. Also, Du machst jetzt nicht immer 1700. klar, ab zu McDonald's. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.